Hallo und herzlich willkommen heute hier aus meinem Garten, denn im Moment sind wir ja alle eher zu Hause, hoffe ich. Ich habe heute ein Video zusammengeschnitten und euch parat gemacht von kurzen Abenteuern. Vielleicht wird es dieses Jahr eher bei kurzen Abenteuern bleiben, aber das ist auch möglich. Und naja, schaut euch mal an. Viel Spaß, bleibt dabei. Tschüss. Wenn ich an Abenteuer denke, dann denke ich zuallererst an große Unternehmungen. An Valentinas und meine Reise ans Nordkap, an meine Touren mit Alexander durch den wilden Westen der USA, an meinen Fußmarsch, den ich mit 17 Jahren vom Schwarzwald ins Wallis unternommen habe, oder an Unternehmungen, die ich vor vielen Jahren mit meinem Abenteuerkollegen Herbert gemacht habe. Und vor allem denke ich an viele YouTubes, an die Seidenstraße, an Alaska, an Südamerika. Wie wahrscheinlich viele von euch führe ich kein Leben, das viele solche Abenteuerunternehmungen ohne weiteres zulässt. Aber was ist es denn ganz genau, was ich persönlich meine, wenn ich von Abenteuer rede? Für mich hat ein Abenteuer etwas mit einem offenen Ende zu tun, mit einer Unsicherheit, ob ich das Ziel erreichen kann. Es hat mit an die ganz persönlichen Grenzen gehen zu tun, wenn auch manchmal nur im Kleinen. Bevor ich den Begriff des Micro-Adventures kennenlernte, habe ich für mich selbst entschieden, dass ich zwischen 5 Uhr abends und 9 Uhr morgens ein Abenteuer finden kann und ein Abenteuer finden will. Ich will daraus gar keine Philosophie machen, aber es ist klar, ein Abenteuer beginnt damit, dass man es beginnt, dass man sich auf den Weg macht und dass man ein bisschen Fantasie walten lässt. Und ich meine nicht, dass jeder Spaziergang und jede Wanderung ein Abenteuer sein kann. Sie kann schön sein und beschaulich, aber ein Abenteuer ist das für mich nicht. Aber es gibt mehr Abenteuer, als wir denken. In diesem kleinen Video möchte ich euch mitnehmen und euch ein solches kleines Abenteuer, das ich vergangenen Herbst unternommen habe, zeigen. Ich startete damals um 5 Uhr abends nach meiner Arbeit und war am nächsten Morgen um 9 Uhr wieder im Büro. Es war nicht unbedingt ein Tag mit vielen Sitzungen und die Kleider, die ich dabei hatte, die rochen etwas stärker nach Lagerfeuer, aber das war schon alles, was am nächsten Tag vom Abenteuer übrig blieb. Also, eins nach dem anderen, Schritt für Schritt. Bleibt dabei und viel Spaß beim Video. Bei solchen kleinen Unternehmungen lege ich nur das Grobziel fest. Hier war das der Mattmark-Staudamm, den ich auf jeden Fall noch bei blauem Himmel sehen wollte. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? Geeignetes Nachtlager zu finden, gestaltete sich etwas schwerer. Ich wollte das Zelt so aufstellen, dass es keine Schäden verursacht. Dass eine Feuerstelle vorhanden ist, naja, ein bisschen Suche war das schon, aber ich fand sie schließlich.
kurzen Schlosse bin ich nach der Arbeit aufgebrochen und habe mich hierher auf den Weg gemacht ins Wallis. Die Seitentäler, die sind ganz faszinierend und man findet hier wunderschöne, sehr lauschige Plätzchen, die allerdings jetzt schon recht kalt sind. Also hier hat es jetzt Temperatur so knapp um den Gefrierpunkt. Aber wenn man so ein Feuer hat, ist es was Tolles. Wenn ihr Ausrüstung kauft, kauft gute Ausrüstung. Das lohnt sich. Das Zelt, das ich hier habe, habe ich vor 36, 37 Jahren zum ersten Mal mit Herbert auf einem Winterbiwak auf dem Kandel eingesetzt. Der Schlafsack ist noch älter, bis heute ungeschlagen. Das Zelt habe ich jetzt ersetzt. Ja, guten Morgen zusammen. Es war eine recht kalte Nacht. Ich denke so minus 2, 3 Grad, also relativ kalt. Aber ich habe einen Hexenschuss und es war relativ mühsam. Aber hat Spaß gemacht. Heute Morgen Feuer angeschmissen, Kaffee gemacht und jetzt geht mein kleines Abenteuer schon zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.